Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen auf dem Rheinburgenweg unterwegs. Mittlerweile auf Etappe 9 und 10. Und zwar von Winningen über Bassenheim nach Andernach. Ja, dabei müssen wir rund 30 Kilometer zurücklegen, etwa 600 Höhenmeter überwinden. Und wir wechseln wieder von der Mosel zum Rhein. Ja, und da wir hier schon relativ am Ende der 10. Etappe angelangt sind, können wir schon mal sagen, Dass die zwei Etappen es in sich haben auf ihre Art und Weise. die sind auf ihre Art ganz schön hart. Aber viel mehr wollen wir jetzt hier noch gar nicht spoilern. Ja, und wenn ihr wissen wollt, warum die Etappen ganz schön hart sind, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Die Etappe startet mitten in Winningen. Bei eher tristem Wetter ging es mitten durch den Ort. Sehr zu unserer Freude durchbrachen hier und da sowohl die Ortsbepflanzung als auch das ein oder andere hübsche Gebäude das graue Wetter, bis uns der Weg wieder in die Weinberge führte. Ja, kaum geht's in den Weinberg, wird's auch wieder eng und ein kleines bisschen abenteuerlich. Nix wie weiter. Drehen Sie sich, nichts wie weiter. Kamera. vorbeilaufen. Na gut. Dafür kannst du jetzt schön zeigen. Ach, und da geht's weiter. Wenn sich Kameramann und Darstellerin nicht einig sind. Nun denn, weiter ging es, nicht mehr so abenteuerlich, aber dafür weiterhin immer schön bergauf durch die Weinberge. Ja, hier an der Stelle, also da wo das Schild ist, haben wir jetzt die Wahl. Alternative Rheinburgenweg 200 Meter oder Rheinburgenweg hier lang weiter 2,2 Kilometer. Aber gut, wie soll es anders sein? Wir nehmen natürlich den langen Weg. Natürlich, immer schön Kilometer und Höhenmeter sammeln. Aber die Alternative schien uns tatsächlich eher eine Art Abkürzung zu sein. Ob wir damit richtig lagen? So, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo die Alternative wieder auf den Rheinburgenweg trifft. Und ich muss sagen, die gut 2 Kilometer außenrum, die haben sich kaum gelohnt. Naja, jetzt gucken wir hier mal noch die Aussicht an und dann wird es auf dem Rheinburgenweg weitergehen. Die kurze, steile Alternative wäre letztendlich die bessere Wahl gewesen. Nun ja, jetzt wissen wir es. Etwas später hielt der Rheinburgenweg eine kleine Premiere für uns parat. Es war unser erster Wanderweg, der uns mitten über eine Autobahnraststätte führte.
Der Weg unter der Moseltalbrücke hindurch war allerdings gesperrt. Mit anderen Worten, umdrehen, die Autobahnraststätte gleich ein zweites Mal durchqueren und einen alternativen Weg rübersuchen. Lange suchen mussten wir nicht, gab es doch unweit der Raststätte eine Brücke über die Autobahn. Glück gehabt. So war der Umweg nicht allzu groß und wir kamen sicher auf die andere Seite der vielbefahrenen Straße. Wie ein alter Mann. Kein Wunder, wenn der Weg einen bisher nicht allzu sehr motivieren konnte. Glücklicherweise belohnte uns der nun folgende Wegabschnitt für unsere Geduld und führte uns über sehr schönen Pfad den Hang oberhalb des Flusses entlang. Mit Blick auf die Mosel und die sich entfernende Autobahn ging es über Stock und Stein mit vielen Kehren ins Tal hinab. Achtung, steiler Anstieg. In unserem Falle war es ein steiler Abstieg. Auch nicht zu unterschätzen. Und wie das so ist mit den Abstiegen, man darf die Höhenmeter früher oder später auch wieder nach oben wandern. In diesem Fall, wie ihr seht, quasi unmittelbar. Ihr erinnert euch noch daran, dass wir seit der 8. Etappe lose den Moselsteig begleiteten? Nun, hier an dieser Stelle trennen sich die beiden Wanderwege. Moselsteig links, Rheinburgenweg rechts. Der Abstieg scheint Tobi gut getan zu haben. Dieses Hindernis überwand er fast wie ein junger Hüpfer. Oben angekommen, ging es sodann kurz durch einen Ort und über Wiesen und Felder weiter. Sag 3 Worte, erster Burgenweg-Aussetzer. Rheinburgenweg. Ja, das ist tatsächlich hier die erste Abzweigung, wo mal keine Markierung ist. Aber gut, ganz da hinten am Wald kann man sie ahnen, von daher gehen wir mal die Richtung. Passt irgendwie zur Etappe. Während sie auf der ersten Hälfte in Teilen noch recht hübsch zu laufen war, wurde der Weg auf der zweiten Hälfte. Nun, seht und hört einfach mal selbst. So, da haben wir heute die zweite Spitzkehre gemacht. Eine hatten wir ja schon, wo wir einige, 2,2 Kilometer extra sozusagen gemacht haben, wo es den Abstecher gab, beziehungsweise die Abkürzung mit 200 Metern. Dann wäre es gegessen gewesen. So ungefähr ist es jetzt hier auch. Man läuft so ein bisschen um Bassenheim herum und dann von oben wieder runter drauf. Einzigster Punkt, den ich jetzt bisher auf dem Weg hier gut fand, obwohl es ein Schlenker ist, war dieses Mahnmal eiserne Hand vom ehemaligen Gefangenlager der polnischen Strafgefangenen in der NS-Zeit, die da wohl an der Autobahn dann mitgebaut haben, beziehungsweise mitbauen mussten. Naja, dann gehen wir jetzt mal wieder runter Richtung Bassenheim. Der scheinbar willkürlich errichtete Nachbau einer keltischen Wohnstätte am Wegesrand verblüffte uns. Erklärt sich aber, wenn man weiß, dass sich in dieser Gegend die keltische Kultstätte Goloring, ähnlich wie Stonehenge in Südengland, befindet. Diese zählt zu den bedeutendsten keltischen Fundstellen auf dem europäischen Festland. Sie wird von unzähligen Hügelgräbern gesäumt, die in den Wäldern rund um Bassenheim und Wolken erhalten geblieben sind, und erklärt das Keltenthema hier am Weg.
Leider besserte sich die Wegführung auf dieser Etappe nicht mehr. Viele unnötige Kilometer auf eintöniger Strecke. Oder anders gesagt, es ging auf Bassenheim zu und von Bassenheim wieder weg. Auf Bassenheim zu und wieder weg. Die Etappe endete schlussendlich am Ortsrand. Am nächsten Morgen ging es weiter, wie es am Vortag aufgehört hatte. Unspektakulärer Weg und tristes Grau am Himmel. Da wir nicht in Bassenheim übernachtet hatten, sondern dafür mit Bus und Bahn ans Etappenziel der 10. Etappe gefahren waren, konnten wir einen Großteil unserer Rucksackinhalte im Hotel lassen und waren an diesem Tag mit leichtem Gepäck unterwegs. So ging es auch gleich um einiges flotter voran. Links ab. Ist das eklig nass? Ja. Vor lauter Schmutz an den Schuhen nicht zugehört. Und wie ihr seht, sind uns auch die Abstimmungsschwierigkeiten vom Vortag erhalten geblieben. Die Etappe führte uns vornehmlich über Wiesen, Felder und durch Streuobstwiesen. Hier lernt man jegliche Art von Ackerbau und Obstanbau kennen und kommt kaum umhin, sich mit Gedanken über unsere Agrarwirtschaft, die sich träge dahinziehenden Kilometer zu verkürzen. Der sich zur Agrarfläche gesellende Blick auf das Industriegebiet und die Hochspannungstrasse ließ uns die Umgebung dann recht befremdlich erscheinen. Die erste Bank kurz vorm Örtchen Miesenheim nutzten wir nach den sich bis dahin scheinbar endlos dahinziehenden Kilometern endlich für ein kleines, wohlverdientes und bitter nötiges Päuschen. Am Ortseingang führte uns der Weg quer über einen Fußballplatz. Sehr ungewöhnlich und gut, dass gerade kein Spiel am Laufen war. Das wäre echt interessant geworden. Dem Spielfeld gleich durchquerten wir anschließend den Ort Miesenheim, der hier und da etwas Sehenswertes zu bieten hatte. Hinter Miesenheim ging es weiter wie vor Miesenheim. Nach kurzer Strecke über Straße wanderten wir erneut vornehmlich durch landwirtschaftlich geprägte Landschaft.
Aus Rücksichtnahme auf die Landwirte und deren Traktoren hat man hier die Wegmarkierung am Boden angebracht. Wäre spannend zu erfahren, wie sich diese zu anderen Jahreszeiten, bei hochstehendem Gras oder bei Schnee, erkennen lassen. So erreichten wir schließlich unser Etappenziel, eine Wegmarkierung weit außerhalb von Andernach. So, Ende der 10. Etappe. Wie so oft auf dem Weg, mal wieder eine vielbefahrene Straße, die man überqueren muss. Und nach Andernach sind es jetzt noch mal knapp 3 Kilometer rein. On top zur Etappe. Naja, packen wir's. Da wir trotz der Extrakilometer Andernach rechtzeitig erreicht hatten, nutzten wir den Nachmittag noch für einen kleinen Stadtrundgang. Beziehungsweise es ging für uns hauptsächlich um Andernach herum, orientierten wir uns doch vornehmlich an der Stadtmauer und später am Rhein. Andernach blickt auf eine recht bewegte Vergangenheit zurück, umfasst die Siedlungsgeschichte doch annähernd 500.000 Jahre. Mit anderen Worten, schon in der Steinzeit wurde hier gesiedelt, wie durch Ausgrabungen bewiesen wurde. Für uns heute einfacher zu erkennen sind allerdings Zeugnisse aus Antike, Mittelalter und früher Neuzeit. Vor allem die mittelalterliche Stadtmauer sowie die daran anschließende kurfürstliche Burg sind kaum zu übersehen. Die Stadtburg von Andernach vom Ende des 12. bzw. Beginn des 13. Jahrhunderts ist eine der besterhaltensten Ruinen am Mittelrhein. Aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stammt das Bollwerk, welches zur Überwachung des Schiffsverkehrs auf dem Rhein genutzt wurde. Heute dient es als Ehrenmal für die Gefallenen bei der Weltkriege. Nun folgten wir ein Stück dem Rhein. Der entspannt unter rosa angehauchten Wölkchen dahinfließende Fluss und die ruhige Abendstimmung boten uns nach den vielen, teils sehr zermürbend monotonen Kilometern heute endlich die wohlverdiente Entspannung. So dauerte es nicht lange, bis wieder genug Energie getankt war, um dem Tag bei einem spontanen Fotoshooting am Andernacher Fotopunkt noch einen erinnerungswürdigen Moment hinzuzufügen. Bevor wir dem Rhein wieder den Rücken kehrten, besichtigten wir noch den alten Hafenkran aus dem 16. Jahrhundert, der eines der wenigen erhaltenen Industriedenkmäler aus der Renaissance ist. Er wurde noch bis 1911 vornehmlich zum Verladen von Mühlstein, Tuff und Wein betrieben und dabei von Kranknechten in Umlauf gebracht. Wieder in Richtung Innenstadt unterwegs passierten wir den aus dem 15. Jahrhundert stammenden runden Turm, ein weiteres Überbleibsel der alten Stadtbefestigung und Wahrzeichen Andernachs. Die letzte Anlaufstelle unseres kleinen Stadtrundgangs war der Mariendom. Leider hatte dieser zu fortgeschrittener Stunde seine Pforten bereits geschlossen. Die 9. Etappe folgt von Winningen aus lose dem Verlauf der Mosel, bevor sie diese verlässt und durch Wald sowie über Wiesen und Felder in einem Bogen nach Bassenheim führt. Auf der 10. Etappe wandert man vornehmlich durch Felder von Bassenheim ohne allzu große Umwege bis nach Miesenheim. Ohne allzu großen landschaftlichen Wechsel geht es danach weiter bis zu einer Wegmarkierung oberhalb von Andernach.
Ja, da haben wir es geschafft. Die Etappen 9 und 10 sind gewandert. Und damit sind wir von Winningen über Bassenheim nach Andernach gelaufen. Ja, die 9. Etappe war, wie schon eingangs gesagt, für uns sehr hart. Also das war Boah, nicht viel zu sehen, viele Feldwege. Teilweise die Wegführung so, dass wir nicht nachvollziehen konnten, warum laufen wir jetzt immer wieder auf Bassenheim zu und machen dann doch wieder einen Schlenker weg. Und also es gibt eigentlich nicht wirklich was wirklich Wichtiges, Interessantes da zu war am sehen. Anfang schon die Schleife, die man da gemacht hat mit 2 Kilometer extra, anstatt den schönen kurzen Weg durchzustechen. Den man mittlerweile aber durchstechen kann, gibt ja die Variante. Ja, ja, es sah auch gut aus, was wir gesehen haben. Und dann die eine Spitzkehre im Wald, wo man erst lange in den Wald reinläuft, dann wieder rausläuft, wo man auch dachte, wozu? Hier gibt es nicht viel. Gut, man konnte eine kleine Gedenkstätte sehen, dieses komisch keltische Haus. Aber Ja. dafür jetzt einen riesen Umweg zu machen, lohnt eigentlich nicht. Und wie sie sagt, Bassenheim, drauf zu, von weg, drauf zu. Führt einfach dort rein, da gab es Kirche, Fachwerkhäuser, man kann da einen Kaffee trinken. Also Genau. da muss man nicht groß rumeiern. Und man kann sogar da übernachten. Ja, Haben wir dann festgestellt im Nachhinein. genau. 10. Etappe war dann wieder etwas verbessert. Die ging zwar auch nur breit, aber dafür relativ gerade zu, ohne große Umwege hier nach Was Andernach. schön dabei war, man hatte diesmal tatsächlich auch schöne Ausblicke. Es waren zwar wieder breite Feldwege und es ging auch nur über landwirtschaftliche Flächen, kann man sagen. Eigentlich gar nicht durch Wald, wenn ich mich recht entsinne. Oh, so ganz kurze Abschnitte. aber Es nichts ist halt Weltbewegendes. eine Hochebene, wo man wirklich weit gucken kann in alle Richtungen. Wenn dann das Wetter noch mitspielt, glaube ich, ist das wirklich eine tolle Etappe. Ja, wobei im Sommer kann ich mir vorstellen, ohne Schatten verbrennt man da. Aber das Problem hatten wir jetzt zum Glück nicht. Ja, ansonsten auch zur Wegführung. Die Etappe 10 endet 3 Kilometer außerhalb von Andernach. Ich finde sowas immer ein bisschen doof. Guckt doch, dass er es irgendwie in den Ort, den Weg reingelegt bekommt. Vor allem, wo Andernach auch so sehenswert ist. Genau, wir haben es uns angeguckt, haben es euch ja gezeigt. Ja. Also es lohnt auf jeden Fall. Und ich meine, ihr müsst zum Übernachten sowieso hier runter. Also von daher, warum legt man es nicht gleich ordentlich in den Ort rein? Wegmarkierung soweit wieder okay. Bei der 10. Etappe, kleine Besonderheit, bei den landwirtschaftlichen Flächen gibt es hier und da mal ein Hinweisschild, dass man aufgrund der landwirtschaftlichen Tätigkeit dort Genau. auf die Wegweiser Also die hat man größtenteils reduziert, verzichtet, genau. ja. Aber es geht ja auch viel geradeaus. Und ansonsten GPX-Datei hat man ja. Also wir haben es zumindest immer mitlaufen, von daher alles halb so wild. Gut, und dann würde ich sagen, für dieses Mal haben wir es wieder. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns auf den beiden Etappen zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.